Hallo und herzlich willkommen zu einem, ja, ich würde mal sagen, kleinen Angezockt. Und zwar spielen wir heute Production Line. Ähm, ja, ich als alter Kfz-Hase freue mich tierisch darüber, eine Fabrik bauen zu dürfen, in der Autos hergestellt werden. Wir springen direkt mal ins Spiel rein und weil wir gerne übertreiben wollen, nehmen wir direkt die Mega Factory mit ganz viel Platz. Spielen und los geht's. Ja, ich habe das Spiel mal ein bisschen angezockt, um zu gucken, wie es funktioniert. Wir haben hier eine große Fabrikhalle mit jede Menge Platz. Und da wollen wir jetzt Autos herstellen. Ja, gucken mal. Wir haben hier jede Menge Sachen, die wir bauen können. Und fangen an mit Chassis. Also im Prinzip das Fahrgestell, was wir herstellen wollen. Gucken jetzt mal, in welche Richtung wir das bauen. Ich hoffe, die Lautstärke ist okay von den Effekten und so weiter. Sonst muss ich da nochmal ein bisschen nachjustieren. Hier wird in 25,7 Sekunden ein Chassis hergestellt. Wir machen mal hier so einen Ressourcenimporter. Durch diese kleinen Fenster können wir Ressourcen von außen nach drinnen holen. Und dann bauen wir hier ein kleines Fließband hin. Und hier kommen die ersten Achsteile. Jetzt wird der ganze Krempel hier zusammengebrutzelt. Das dauert ein bisschen. Hier haben wir Fließbänder. Kennen wir schon aus Factorio. So. Next Slot not found. Jetzt wollen wir als nächstes die Karosserie da dran basteln. Fit Body. So. Jetzt sagt ihr hier No Route to Stockpile. Also wir haben keine Verbindung zu unserer Materialversorgung. Gehen wir einmal hier rüber. Ich finde, das ist sehr schön gemacht mit den kleinen Männchen, die hier rumlaufen und die einzelnen Stationen, wo der Krempel dann zusammengeschweißt wird. So, als nächstes Chassis haben wir, Body haben wir und dann muss das Ganze lackiert werden. Hier noch ein Fließband in die Richtung. Auf den Conveyor. So, jetzt müsste eigentlich ein bisschen, da kommen die Kanister mit der Farbe. Und als nächstes bauen wir einen Motor ein. So. So bauen wir uns eine komplette Produktionsstraße, um ja, ein Auto zu bauen. Einmal hier hoch. Also diese Schiene hier mit diesen kleinen Kränen, die da dran sind, die versorgen die einzelnen Slots mit den Materialien, die wir brauchen, um Sachen fertigzustellen. Ihr müsst jetzt, wenn die Lackierung durch ist, das Ding dann hier rauskommen. Und dann können wir Accessoires einbauen. In dem Fall Sitze zum Beispiel. Man muss ja irgendwo auch sitzen können in einem Auto, damit das nicht so unbequem ist, wenn man längere Strecken fahren muss. So, einmal darüber und da dran. So, dann führen wir das Ganze mal ein bisschen hier rüber. So. Und dann kümmern wir uns um die Elektronik. Und im Anschluss machen wir direkt einen Qualitätscheck. Und haben wir hier dieses Export-Dingen. Das kommt hier hin.
wir das Fließband fertig. Müssten wir mal schauen, wo denn unser Auto... Da kommt das Auto aus der Lackierung. So. Hier liegen schon die Einzelteile parat, also es ist sehr, sehr detailliert gemacht. Derjenige, der das hier programmiert hat, der hat sich auf jeden Fall Background-Wissen geholt zu der ganzen Geschichte. Weiß, wie so eine Produktion läuft und wie die einzelnen Teile aussehen. Von daher, gerade für mich als Kfzler eine schöne Sache, hier zu sehen, wie man dann den ganzen Krempel da zusammenbauen kann. So, macht die Geschwindigkeit mal ein bisschen schneller, dass wir hier sehen können, wie das erste Auto vom Band läuft. Und das wäre dann unsere erste Produktionsstätte. Hier kommen jetzt die Stühle rein. So, dann einmal hier um die Ecke. Hier wird dann ein bisschen was an der Elektrik gebastelt. Hier wird Qualitätstest gemacht, dass auch alles funktioniert. Und dann läuft das erste Auto hier zum Exportschalter. So, wir haben ein Auto gebaut und ja, brauchen jetzt einen Namen dafür. Ja, wie nennen wir das Ding denn? Der Golf. Ja, ich bin da so ein bisschen, ja, sagen wir mal auf eine oder auf zwei Marken fixiert, deswegen, um da ein bisschen neutral zu bleiben, nehmen wir Fantasienamen für das Auto. Wir nennen den jetzt einfach das Warzenschwein. Gut, das Warzenschwein ist eine Auto in Grundausstattung. Da gibt es keine besonderen Features drin. Das heißt, wir haben eine Produktionskosten von 16.120 $. Das wäre ein fairer Preis, wenn wir es so verkaufen würden, aber wir wollen natürlich ein bisschen Gewinn machen. Gib mal eine Spanne von 20% ein. Dann sind wir bei einem Kaufpreis von 19.400 $. Das ist okay für ein Auto. Und das speichern wir uns ab. Ja, wir haben das Spiel durchgespielt. Weil wir haben ja jetzt hier eine Produktionsanlage, wo Autos runterfahren und das ist Ziel des Spiels. Deswegen sind wir jetzt hier fertig. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Nee, war Spaß. Diese Produktionskette hier ist Gulasch. Weil, gucken uns mal hier dieses Chassis-Gedöns an. Das dauert 25,7 Sekunden, bis das durch ist. Dann haben wir hier 63,3 Sekunden. Hier haben wir 68,8 Sekunden. Das heißt, wir können hier mit dem Timing ein bisschen spielen und gucken, dass wir eine Produktion herstellen, die ein bisschen optimiert ist. Das Ganze würde ich gerne hier in die Richtung so ein bisschen angehen. Wir haben jetzt erstmal hier Autos, die vom Band laufen, um uns ein bisschen Einkommen zu bringen. Und jetzt machen wir das Ganze mal richtig. Ich baue das Ganze diesmal rückwärts. Und zwar Exportschalter. Den Exportschalter. Ja, das mit den Förderbändern ist ein bisschen... Man muss sie dann in die Richtung ziehen, in die die gehen sollen. So. Das machen wir dann wieder weg. So, und so. Jetzt machen wir zweimal Qualitätscheck. Da und da.
Qualitätscheck dauert jeweils 10 Sekunden. Ich habe herausgefunden, dass man, wenn man versucht, alles auf 5 Sekunden pro Auto auszulegen, wenn man das versucht, dann kommt man ganz gut parat. Das heißt, Ziel ist es, dass alle 5 Sekunden hier im Export ein Auto ankommt. So. Also es ist hier der Reihe nach aufgebaut. Zuerst kommt das Chassis, dann die Karosserie. Also ein Chassis ist dann im Prinzip das Fahrgestell und ein Fahrwerk, den ganzen Kladderadatsch. Dann kommt die Karosserie mit Türen und so weiter und so fort. Farbe drauf, Motor rein, Innenausstattung, ein bisschen Elektrik und dann die Qualität. So, und die Elektrik, die funktioniert folgendermaßen, dass wir 4 Sekunden brauchen, um uns um die Elektrik dieses Fahrzeugs zu kümmern. Das heißt, wir setzen die Elektrik einmal hier hin und schließen das jetzt hier an diese beiden Qualitätscheck-Terminals an. Das heißt, wenn hier jetzt besetzt ist, dann würde das Auto zu dem Platz fahren und da fertiggestellt. So, Accessoires, 27 Sekunden. Hier können wir hingehen und machen 2 oder machen wir 3? Ich glaube, wir machen 2. Erstmal. Das war einmal hier und einmal da. Den muss ich dann nochmal wegmachen. Das funktioniert wunderbar. So. Weil das war jetzt eigentlich Quatsch, was ich gemacht habe, ne? 5 Sekunden hatten wir gesagt. Und das heißt, Accessoires sind 27 Sekunden. Dann müssten wir 6 Stück davon machen. Das ist ein bisschen viel. Wir machen es nicht ganz so groß am Anfang. So. Jetzt hätte ich gerne von den Motoren jeweils 3. Jetzt machen wir das da. Ja, wir machen das hier so in die Richtung. Einmal. Zweimal. Und ja, doch hier. So. Den einmal geradeaus und in diese Richtung, den darüber und da dann noch verbinden. Und hier gehen wir auch in diese Richtung. Den nochmal weg. So, ich hoffe, das funktioniert so. Jetzt machen wir in Lackierung einmal und zweimal und dreimal. Wir müssen ein bisschen auf unser Geld achten hier oben und Strom ist noch nicht wichtig, das kommt später. Jetzt im Moment ist es so, dass wir den Strom von außerhalb bekommen. Das heißt, wir sind einfach an die Stromleitung angeschlossen und können so viel Strom verwenden, wie wir möchten. Kriegen allerdings dafür dann noch die dicke Rechnung am Ende. So. Und jetzt können wir ein Chassis herstellen. Da machen wir mal 2 Stück von. Einmal da und einmal hin. Das einmal gerade raus. Das einmal in diese Richtung. So. Jetzt müssen wir das Ganze noch mit Ressourcen versorgen. Das heißt, wir ziehen hier einmal ein Fließband rüber.
beziehungsweise kein Fließband, sondern in dem Sinne ist es ja, wie so ein Kran, der da hin und her läuft. So. Und gucken, diese roten Felder sind dann im Prinzip die Stellen, wo die Ressourcen hin müssen. Dann einmal dahin und das noch verbinden. Und hier können wir noch weitere Ressourcen einspeisen, dass wir nicht alles da hinten aus der Ecke holen müssen. So, und da kommen die ganzen Sachen angelaufen. So, was wir jetzt hier sehen, hier stauen sich die Autos ein bisschen auf. Das ist halt eine Sache, die wir gerne vermeiden wollen, deswegen haben wir hier jetzt eine etwas größere Produktion gestartet. Und die sollte schon ein wenig besser funktionieren. Wenn hier mal die ersten Autos auftauchen. Und hier wird die Karosserie zusammengebaut. Ich finde es auch schön, wie viel Liebe zum Detail da drin ist. Dass jetzt die einzelnen Teile geholt werden. Gut, jetzt zeigt er mir hier gerade an, dass uns Ressourcen fehlen. Jetzt müssten gleich die Türen kommen. Beziehungsweise das Dach. Da ist eine Tür. Da ist noch eine Tür, eine Motorhaube. Das Dach ist jetzt drauf gekommen. Das Ganze sieht ein bisschen nach Audi aus. Würde ich jetzt mal behaupten. So, und dann geht das Ganze in die Lackierung. Kann man hier sehen, wie sich die Farbe ändert. Ja, da ist es grau geworden. Jetzt muss das Ganze wahrscheinlich noch ein bisschen trocknen. Hier stehen überall kleine Arbeiter rum, die sich am Kopf kratzen und gucken, was da passiert. Weil das Ganze ja mehr oder weniger vollautomatisch läuft in so einer Autofabrik. Es gibt hier und da mal Sachen, wo der Industriemechaniker da noch ein bisschen Hand anlegen muss, aber die meisten Arbeitsschritte funktionieren inzwischen robotergestützt vollautomatisch. Und die stehen einfach nur in ihren Terminals rum und überwachen das Ganze. So, hier läuft wieder ein Auto vom Band. Hier sind nette Herren in Anzügen, die das Ganze dann... Ja, der nimmt direkt das Telefon zur Hand, sagt, hier, Auto ist fertig, kannst du abholen. Da haben wir den ganzen nochmal in Zitronengelb, das ist auch wunderschön. Ja. Wie wir jetzt sehen, wird unser Geld langsam weniger. Das ist natürlich nicht der Sinn der Sache. Gerade gucken, hier fehlen uns auch wieder Ressourcen. Da wird das nächste Auto dann jetzt gleich vom Band laufen, in einem wunderschönen Türkis. Wer sich die Farben aussucht, der muss auch irgendwie Spaß haben. Ja. Da haben wir auch wieder ein türkises Auto, da kommt ein gelbes lang gedriftet. Zweimal gelb. Wir dürfen jetzt beide relativ zeitgleich in die Elektronikabteilung reinkommen. So, das geht ratzfatz. Der müsste jetzt fertig sein, genau, da kommt der nächste. Kann sich das auf diese beiden Pavillons hier verteilen. So. Und unser Geld schwindet weiterhin. Was wir jetzt machen können, ist, wir gucken uns mal die Statistik an. So, jetzt haben wir hier folgendes Problem. Wir hätten diesen Kreis eigentlich gerne komplett gelb. Weil gelb heißt, es läuft. Wir haben jetzt hier jede Menge, ja, so Schweinchenrosa. Schweinchenrosa zeigt uns an, dass irgendeine Fertigungsanlage auf ein Auto wartet. Das heißt, da wird in dem Moment nicht gearbeitet und kein Geld verdient. Blau bedeutet, dass wir Ressourcen brauchen, und dieses Türkis, das bedeutet, dass
das Auto eigentlich an der Station fertig ist, aber nicht weiter kann, weil da kein Platz ist. So. Wir drehen mal ein bisschen an der Geschwindigkeitsschraube und boosten das Ganze mal nach vorne. Beobachten mal, ob wir jetzt Geld dazu verdienen oder Geld verlieren über die Zeit. Wir waren eben bei 430.000, jetzt mal 432.000. Das sinkt immer ein bisschen. Jetzt sind wir bei 440. Okay, wir haben einen leichten Zugewinn. Ja, 457.000. Dann können wir uns jetzt mal um die Forschung kümmern. Jetzt scrollen wir hier mal ein bisschen durch die Gegend. Hier unten haben wir jede Menge Platz. Den würde ich aber... Doch, den Platz nutzen wir für die Forschung. Research Office. Das stellen wir einfach mal hier hin. Und vielleicht noch ein zweites, ein drittes. Einfach weil wir es uns gerade leisten können. Schauen in die Forschung rein und da haben wir jede Menge Sachen, die wir erforschen können. Unter anderem Verbesserungen für unsere Ressourcenverteilungsschiene und für verschiedene Maschinen dann auch Verbesserungen. Und wir können freischalten Features für die Autos. Zum Beispiel, wir schauen uns mal an Sicherheit, Convenience. Convenience ist immer super. Entertainment. Entertainment schalten wir frei. Und sobald das freigeschaltet ist, können wir in Richtung Autoradio erforschen. Und haben dann Autos mit Radios, die wahrscheinlich viel besser verkauft werden können als Autos ohne Radios. Das ist halt, also die Autos, die hier vom Band laufen, sind eigentlich vom Exterieur, vom Design ziemlich modern gehalten, kommen aber ohne Radio und ohne ABS und ohne Airbags und den ganzen Schnickschnack. Das heißt, die Sachen können wir dann nach und nach erforschen. Und wenn wir die erforscht haben, dann können wir die auch in die Autos einbauen. So, hier haben wir wieder ein Ressourcenproblem. Okay. Also wir sehen, wir haben hier jede Menge Fahrgestelle. Eigentlich zu viele Fahrgestelle. Das heißt, die eine Fahrgestellfabrik würde ich jetzt gerne mal abreißen. Und dann verbinden wir das Ganze in die Richtung. So. Dann haben wir unseren Geldbeutel ein bisschen entlastet. Wir haben dann hier die ganzen Fahrgestelle, die wir hier produzieren, können sich dann hier verteilen, weil hier bleiben die Fahrzeuge sowieso stehen. Und dann haben wir hier ein bisschen Kosten gespart. So, hier dieses Symbol mit dem Auto zeigt uns an, dass wir noch Warzenschweine draußen auf dem Parkplatz stehen haben, die noch nicht verkauft sind. So, jetzt sind wieder alle verkauft. Und sobald wieder einer vom Band läuft, zeigt er uns das da oben wieder an. So. Also wie gesagt, die ganzen Details, die hier zu sehen sind, finde ich sehr, sehr schön gemacht. Wenn ich rauszoome, habe ich hier verschiedene Farben. Und da ist gerade eine Forschung fertig geworden. Wir forschen direkt das Autoradio. So. Wir haben hier verschiedene Farben, die die verschiedenen Produktionsstufen der Fahrzeuge darstellen. Das heißt, ich habe im rausgezoomten Zustand eine bessere Übersicht über meine Fabrik. Und diese Ausrufezeichen zeigen mir halt an, dass hier Ressourcen fehlen, die aber relativ schnell nachgeliefert werden. Von daher können wir das mehr oder weniger vernachlässigen. Ja. Jetzt warten wir eigentlich nur auf die Forschung. Hier läuft wieder einer vom Band. Und direkt der nächste. Und hier kommen die Autos relativ schnell angefahren. Schneller als in dieser Fertigungsstrecke.
weiß gar nicht, was passiert, wenn ich die hier wieder abreiße. Was sinnvoll ist. Das war's. 27 Sekunden. Das heißt, mit einem... Hier ist es immer ungefähr eine Minute, die Fertigungsanlagen hier brauchen. 55 Sekunden. Hier sind es 68 Sekunden. Das heißt, hier kommen 3 pro Minute und diese beiden Anlagen können 4 Fahrzeuge pro Minute können die machen mit knapp 30 Sekunden. Also passt das ungefähr. Das heißt, hier dürften eigentlich keine Fahrzeuge stehen bleiben, sondern nur hier in der Lackierung. So, wir dümpeln irgendwo bei 500.000 rum. Gucken mal kurz, wie weit die Forschung ist. Die müsste eigentlich gleich fertig sein. 341 Punkte. Es dauert noch ein bisschen, bis sie fertig ist. So. Hier diese ausgegrauten Gebäude, die können wir dann nach und nach dazu kaufen. Das geht also auch. So, ich guck mal ganz kurz auf die Zeit. Ja. Also ein bisschen machen wir noch. Ich hatte mal so eine halbe Stunde oder so als Let's Show erstmal oder als angezockt erstmal so im Hinterkopf gehabt. Machen vielleicht ein paar Minuten länger oder ein paar Minuten kürzer. Das werde ich ganz spontan entscheiden. Einfach nur, um euch das Game hier mal zu zeigen und vielleicht Feedback zu bekommen. Okay, das ist interessant, das würde ich auf jeden Fall, würde ich gerne mehr davon sehen. Oder ihr sagt, hey, das ist genau dasselbe wie Factorio mit Krabbelärmchen und so und das muss man jetzt nicht auch noch anfangen. Ja, da hätte ich gerne ein bisschen Feedback von euch, was ihr davon haltet, was ihr von dem Game haltet. Ich werde auf jeden Fall hier noch einen Link reinschießen, dass ihr euch das Game dann gegebenenfalls auch selber angucken könnt und selber anzocken könnt. Es ist noch nicht bei Steam zu finden, sondern über eine Website. Und das läuft dann über Humble Bundle. So, dann machen wir direkt mal... Was nehmen wir denn? Entertainment... Convenient. Ja, was ich vielleicht noch zeigen könnte, wir gucken uns an, wo haben wir denn die Motoren? Engine Specialization, oder? Nehmen wir mal das mit Interieur. Accessoires. Und das erforschen wir. Und dann können wir nämlich diese Produktionseinheiten, wie wir sie hier haben, auch noch ein bisschen auseinanderziehen. So. Jetzt gehen wir mal hier zu unserer Elektronik. Und jetzt haben wir hier einen Button Upgrades. Und können jetzt hier das Autoradio auswählen. Bei dem ist es jetzt schon eingebaut. So, neues Vehikeldesign. Sobald wir eine Änderung am Fahrzeug machen, gilt es als neues Design und dann können wir wieder einen neuen Namen vergeben. Und das nennen wir jetzt das Gabba-Warzenschwein. So, hier wollen wir auch wieder 20% Minimum haben. Dann haben wir 25%. Einfach aus dem Grund, dass wir uns ganz gerne die Taschen ein bisschen voll machen wollen, um weitere Produktionsanlagen bauen zu können. Ja. Hier steht jetzt ein Warzenschwein noch zum Verkauf. Das dürfte aber auch gleich weggehen. Und dann gucken wir mal, wo wir die nächste Produktionskette hinbauen würden. Wobei wir könnten diese hier eigentlich einfach optimieren. Ja, das machen wir auch. So, wenn wir uns das hier mal angucken, das sind jetzt 27,2 Sekunden für 1, 2, 3, 4 Arbeitsschritte. Das heißt, ein Auto fährt rein,
wird fast 28 Sekunden hier festgehalten und dann kommt der ganze Krempel da rein. Wenn ich das hier aufklappe, dann gibt es hier Unterkategorien. Zum Beispiel Lampen, Hupe einbauen, Sitze einbauen, Windschutzscheibe und Klimaanlage. Und das dauert jeweils nur 7 bis 8 Sekunden. Das sind dann 5 Stationen. Wird im Prinzip alles, was hier gemacht wird, in 5 Stationen dann nacheinander gemacht. Der Vorteil ist, dass ich mit dem ersten Auto reinfahre, da kommen die Lampen rein, nach 6 Sekunden fährt das weiter. Dann kann hier schon das nächste Auto reinfahren und Lampen eingebaut bekommen. Und so habe ich im Prinzip in dieser Produktionsanlage dann 5 Autos, die das Ganze durchlaufen, während hier nur ein Auto durchgeht. Von daher können wir damit unsere Produktion sehr stark verbessern. So, als nächste Forschung nehme ich mal die Power Production rein. Dann können wir uns unseren eigenen Strom erzeugen und damit jede Menge Geld sparen. So, Air Condition können wir noch nicht herstellen. So, jetzt fangen wir hier mit den Lichtern an. Und dann die Requisiten dahinter und die Sitze und die Windschutzscheibe. Und dann ändern wir unser Fließband in die Richtung. Das kommt alles weg. So. Und da. Das kann auch weg. So. Die laufen jetzt alle da rein. Haben natürlich noch kein Material, weil ich sehr gut vorbereitet bin. Das kann alles schon wieder weg. So. Jetzt laufen hier die Autos nacheinander durch. Jetzt fahren wir dann hier mal wieder hin. So. Und dann haben wir unsere Produktion hier nochmal aufgebessert. Ich habe jetzt hier extra noch ein bisschen Platz gelassen, dass wir da gegebenenfalls noch Klimaanlagen einbauen können. Und dann läuft das Ganze schon wesentlich besser. Wir haben jetzt aus zweimal diese Accessoire-Komplettmaschinen, die 27 Sekunden für alles braucht, haben wir jetzt eine Fertigungsstraße gemacht, die das Ganze Stück für Stück abarbeitet und das Auto dann diese Stationen durchläuft. Und genau so funktioniert diese ganze Fließbandgeschichte. Wenn ein Team von Arbeitern ein Auto komplett von der ersten Schraube bis zur Fertigstellung bauen würde, dann wäre das sehr viel mehr Zeitaufwand, als wenn einer macht die Räder dran, dann geht das Ganze weiter, dann macht der nächste die Scheibe rein und so weiter und so fort. Dass jeder nur ganz kleine Arbeitsschritte macht und dann als Kette hintereinander. So funktioniert halt diese ganze Fließbandgeschichte. Und dann kann man halt diese Arbeitsabläufe abstimmen. Zum Beispiel, wenn man weiß, okay, das hier dauert 10 Sekunden und das hier dauert 5 Sekunden, dann kann ich von den Stationen 2 nehmen und von der 5 Sekunden Station eine und habe dann im Prinzip für jede Station die gleiche Zeit, die ich benötige im Schnitt. Das heißt, es dauert zwar immer noch 10 Sekunden an dieser einen Station, aber ich habe noch eine zweite Station, die dann das andere Auto, was dann in diesem 10 Sekunden Rhythmus kommen würde, dann auffangen kann. Und das übernächste Auto, was dann käme, das würde dann wieder in diese eine Fabrik reingehen, die wir als erstes angesteuert haben. So, wir können uns unseren Strom produzieren. So, dann haben wir ein Kraftwerk. Jetzt haben wir 1800 von
Ja, 24.000. Das heißt, wir kloppen hier richtig schön Stromversorgung hin. Ich achte jetzt auch noch nicht so wirklich auf ein Layout, was wir hier machen, sondern ich baue einfach wild drauf los, dass wir erstmal eine Grundversorgung und eine Grundproduktion haben. So. Und jetzt produzieren wir unseren eigenen Strom und unser Geld rasselt nicht mehr so schnell runter. 28.800 haben wir an Kapazität. Und man sieht auch schon relativ gut, dass unser Geld wächst. So. Was ich jetzt gerne nochmal machen würde zum Abschluss, das wäre eine komplette Fahrt von der ersten Produktion, also die ersten Achsteile, bis hin zum fertigen Fahrzeug. Und das machen wir hier unten. So. Hier werden die Achsteile zusammengeschraubt ans Fahrgestell. Jetzt spulen wir mal ein bisschen vor und gehen hier zu diesem. Gucken, wo wird ein Auto fertig. Da ist eins fertig geworden. So. Jetzt haben wir hier unser Fahrgestell. Und da wird die Karosserie angeschweißt. Und leider nicht noch weiter reinzoomen. Das wäre eigentlich ganz schön, wenn man das noch machen könnte. Aber ist halt so. Hier fehlt noch, ja, hier fehlen noch ein paar Scheiben. Genau. Fenster kommen auch schon rein. Und wir fahren in die Lackierkabine. Hier staut sich irgendwas. Da muss ich mal ganz kurz ein bisschen nachbessern. So, und da sind wir jetzt aus der Lackierkabine raus. So. Und hier kann man jetzt sehr schön sehen, dieses Schritt für Schritt. Hier kommen die Scheinwerfer rein, dann kommen die Hupen rein, hier kommen dann die Sitze rein und die Windschutzscheibe. Und dann wandert das Ganze hier runter zur Elektronik. Und geht in die Qualitätskontrolle und läuft dann hier vom Band. So. Hier unser Geld wächst. Das ist genau das, was wir damit erreichen wollen. Wir machen das nicht zum Spaß, sondern wir bauen so eine Fabrik, weil wir damit Geld verdienen wollen als Automobilkonzern. Und das scheint uns vorerst zu gelingen, wobei wir jetzt mit Strom schon wieder mehr oder weniger am Limit sind. Ja. Gut, ich hoffe, ihr hattet einen ganz vernünftigen, guten Einblick in das Game. Mir macht es sehr viel Spaß und ich habe da auch schon ein bisschen Zeit reingesteckt jetzt. Mehr Zeit, als ich eigentlich wollte. Ich wollte es mir nochmal kurz angucken. Ist dann doch ein bisschen länger geworden. Ja, von euch würde ich jetzt halt gerne wissen, sollen wir das Game weiterspielen? Sollen wir das Game bis zum Ende treiben und alles perfektionieren? Oder sagt ihr, okay, der Einblick hat mir jetzt erstmal gereicht und ja, können lieber ein bisschen was anderes spielen, vielleicht ein anderes Genre oder irgendwas. Das müsst ihr mir sagen. Also ich spiele es gerne mit oder auch ohne Aufnahme. Wie ihr das am liebsten haben wollt. Gut, schreibt mir was in die Kommentare, wäre wichtig, um über die Zukunft dieses Spiels entscheiden zu dürfen. Ich hau den Link auf jeden Fall mal unter das Video. Hier ist gerade noch eine Forschung fertig geworden. Die schmeißen wir gerade mal noch. Ja, jetzt bringt er mich hier aus dem Konzept. Efficiency ist immer gut. Ja. Wie gesagt, ich hau den Link unten drunter. Ihr lasst mir einen Kommentar da oder einen Daumen nach oben oder ein Abo oder Bargeld. Nehme ich auch ganz gerne. Ja. Und dann schauen wir mal, wie sich das hier entwickelt, ob es hier weitergeht oder nicht. Und wenn es nicht weitergeht, sehen wir uns in den anderen Videos. Und wenn es weitergeht, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao.